Five-Star General. So, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zum Let's Play Europa Universalis 4, euer Five-Star General, und es geht weiter mit Braunschweig-Hannover. Kurze Zusammenfassung, was ist passiert in der letzten Folge. Wir haben Münster den Krieg erklärt, sind hier auf einem guten Weg mit unseren Verbündeten, und zwar kämpfen wir gerade gegen Münster, Kleve und Lüttich, die aber bei unserer Übermacht keine Chance haben werden. Ziel ist es, einen Korridor zu schlagen nach Friesland, um dann über Friesland wiederum später angreifen zu können, nämlich zumindest zwei Hansestadtstaaten oder Reichsstädte auch. Bremen und Lübeck wären dann möglich, und das wäre ein großes Vorwärtskommen, weil natürlich gerade Lübeck, aber auch Bremen sehr starke Städte sind, auch schon sehr hoch entwickelt normalerweise. Das heißt, Lübeck hier schon mit 17 Entwicklungen und Bremen sogar mit 18, und Lübeck ist natürlich ein Knotenpunkt für den Handel, und insofern verspreche ich mir da sehr viel von. Noch dazu hatte ich mich jetzt entschlossen, erstmal keine weitere Regierungsform zu erlassen, sondern erst noch die Idee, und zwar, welche waren es? Und zwar freischalten muss ich die Aristokratie-Ideen, um dann wiederum in den Regierungsformen auf die adlige Herrscherwahl zu gehen, was uns bei den Machtpunkten deutlich helfen würde, weil überall +1 und nochmal -25 Kostenstabilität und +1 Legitimität jährlich. Und deswegen warte ich jetzt das Ganze ab, und was uns weiterhin in die Karten spielt, ist hier, dass unsere Gemahlregentin Katharina von Wittelsbach die Geschäfte quasi übernommen hat, bevor der Georg 15 wird. Und die hat natürlich jetzt richtig schöne administrative Geschickpunkte. 6, 4, 5 ist also bockstark. Und das wird uns wirklich helfen, dass wir hier natürlich die Technologie 4 und 5 möglichst zügig abschließen, um dann mit der Technologie 5 dann auch die Idee machen zu können. Also es zieht sich ein bisschen, wird sich aber hoffentlich langfristig dann lohnen, dass wir das abwarten. Ja, und so lang machen wir jetzt hier mit dem Krieg weiter. Da wird hoffentlich jetzt nichts mehr anbrennen. Viel Spaß dabei. Ja, unser Problem Nummer 1 ist immer das Geld hier. Das sind wir natürlich wieder im Minus. Jetzt überlege ich schon, ob wir hier nicht direkt wieder die Befestigungen entmannen sozusagen. Ich glaube, das mache ich schon mal. Ich möchte eigentlich ungern ins Minus laufen hier. Wer kommt da? Lüttich greift Erfurt an. Wieso kümmert sich da keiner drum? Sind alle fleißig am Erobern. Auf jeden Fall, wenn er da bleibt, ist kein Problem. Wir sollten hier auf jeden Fall eher fertig sein, dann können wir uns Lüttich hier holen. Da kommt aber schon... jetzt hat Münster. Jetzt muss ich... Wenn der jetzt da reinläuft...
Das ist wieder Käse, ne? Ist wieder zu früh gewagt, die Festung nicht zu übermannen. Ja, die latschen natürlich jetzt sofort da rein. Ich werde weich. Los, bemannt die Festungen. Der zieht weiter. Ja, dann warten wir doch lieber noch mal ab. Hatte ich mir jetzt auch schon einfacher vorgestellt, aber wir sind schon jetzt bei 42 und kriegen einen tollen Seuchenausbruch. Hippie, die 1. Jetzt aber 42% Würfelchance, dass wir hier das gleich erledigt haben in Münster. Ja, und da ist jetzt die Revolte in Wismar. Ganz toll. Die möchte ich ja jetzt wirklich ganz, ganz ungern gelingen lassen. Aber anders wird es nicht gehen gerade. Ich gebe jetzt hier, also hier irgendwie die Hälfte abziehen und dann Gefahr zu laufen, hier auch noch angegriffen zu werden, das mache ich nicht. Und den Belagerungsstand möchte ich auch nicht herschenken. Dann ist es so. Dann müssen wir halt das zuerst machen danach. Ärgerlich. Ich hätte hier natürlich auch was machen können. Na, da haben wir es jetzt. Ja, das werden wir natürlich nicht mehr schaffen. Aber Versuch macht klug. Jetzt haben wir zumindest schon mal 36% Stand. Ja, haben sie leider geschafft. So, was ist passiert? Geldern abberufen. Die Rebellen sind erfolgreich. 10 Jahre Nationalismus. Das ist nicht schön. Und das Schattenkönigreich. Es wird Italien aufgegeben. So. Jetzt holen wir uns ganz schnell Wismar wieder. Und gucken dann, was noch nötig ist. So, jetzt muss ich schon beim Geld aufpassen. Wir werden jetzt hier wieder ins Minus gehen. Und ich habe nur noch ganze 7 Goldstücke, Dukaten, was auch immer. Ich bin ganz dreist und gehe hier ein bisschen runter. So, Schlacht haben wir gewonnen. Jetzt müssen wir uns noch die Provinz wiederholen. Und aus akutem Geldmangel werde ich auch die Festung stilllegen. Ich will kein Darlehen aufnehmen. Das Wichtige ist geschafft. Wir haben Münster, Kleve ist besetzt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Lüttich. Und da sind wir auch bei 14%. Dank Wolgast und Mailand. Da unten sind die anderen Armeen noch zugange. Jetzt haben wir ein Friedensangebot bekommen. Münster tritt Meppen an Braunschweig ab. Münster tritt Osnabrück ab. Eigentlich schon sehr gut. Die Frage ist, ob wir das jetzt einfach nochmal fertig belagern lassen. Denn da ist auch bei Lüttich sicherlich noch was rauszukitzeln.
Ob ich mir jetzt ganz Münster hole, ist jetzt mal eine andere Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das hätte auch sofort eine Koalition zur Folge. Mit Meppen und Münster nicht. Würden wir immerhin noch 27 oder bis zu 27 aggressive Expansion kassieren. Hätten aber 2 mehr. Ach so, falsch. Osnabrück und Meppen, so wollten wir es machen. Da wäre es natürlich deutlich weniger, weil wir bei beiden Anspruch haben. Und genau so werden wir das dann auch machen. Und bei Kleve, ja, dass die einen weißen Frieden akzeptieren würden, ist mir klar. Die können wir jetzt eigentlich rausnehmen, dann ist die Armee schon mal weg. So. Wie können wir denn da am besten was rausholen? Wir könnten Handel übertragen machen. Wir könnten Handelseinfluss übertragen und Kriegsreparation, das ist denen zu viel, ne? Aber da könnten wir natürlich... Ne, haut nicht hin. Ah, uns einfach nicht. Ah, die möchten die Handelsmacht nicht hergeben. Und wenn wir den Handelseinfluss uns holen, Kriegsreparation und uns noch Geld holen, kommen wir hier auf 65. Dann könnten wir sie zwingen, noch Verträge aufzugeben. Das würde uns noch Prestige bringen. Machen wir uns vielleicht noch gute bei Köln. Ah. Ist doch nicht. Ah, doch. So würden sie es machen. Gibt nochmal hier 5 Prestige und Top. Wir haben einen Kriegsgegner rausgenommen. Jo. Ich denke, das ist eine gute Sache. So, damit haben wir auch wieder ein bisschen Gold bekommen. Und jetzt müssen wir noch Lüttich rausnehmen. Warten, bis die erobert sind. So, Wismar ist wieder unser. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch Lüttich und Münster. Das sind immerhin noch 12.000. Muss jetzt gar nicht zwingend machen, ne? Nö. Ich gehe mal wieder in Schlagdistanz. Und dann warten wir lieber ab, bis Lüttich besiegt ist. Und gerade in dem Moment haben die einen Glückswurf gelandet. Da schaut das doch gleich wieder ganz anders aus. Kriegsstand 98%. So, das heißt... Was heißt denn das? Könnten wir sogar einen Braunschweiger Vasall dazu... Aber das ist... Nee. Dann können wir gar nichts mehr machen. Ansprüche auf Aachen aufgeben.
Ganz viele Ansprüche können die aufgeben. Handel übertragen. Ich glaube, ich nehme lieber mehr Geld. 65 können wir kriegen. Plus Kriegsreparationen. Tja, und dann ist der natürlich auch. Macht keiner. Okay, dann halt nicht. Verträge annullieren. Oh, das Bündnis mit England. Sehr schön. Das wollen wir mich nicht. Und dann nochmal Ansprüche aufgeben. Können wir uns bei Berg noch ein paar gute machen? Reicht nicht mehr. Okay, aber dann lasse ich es dabei. Warum hier länger Krieg führen? So. Und jetzt können wir eigentlich ohne weiteres Blutvergießen auch mit Münster Frieden schließen. Holen uns Meppen und Osnabrück, wie gesagt. Und ja, Osnabrück entlassen noch keinen Sinn. Könnten noch einen Braunschweiger Vasall dazu machen, aber das gibt es gleich wieder mehr Aggression. Auf jeden Fall Ansprüche auf Braunschweig aufgeben, ist klar. Ja, die ganzen Modifikatoren hier. Muss ich wieder mit dem Landbesitz aufpassen. So, wir wollen auch nicht, dass die Ostfriesland erobern. Und der Rest, das schauen sie dann sowieso nicht. Was können wir da noch mitnehmen? 83. Kriegsreparation noch. Ja. Das schaut doch gut aus. So, unmoralische Preise. Die Kornpreise sind notorisch instabil. Viele Faktoren, angefangen von Wetter am Anbauort bis hin zu Vorfällen, die sich hinderlich auf die Lieferung auswirken, können den Preis urplötzlich in die Höhe schnellen lassen. Aufgrund einer solchen raschen Veränderung herrscht in vielen unserer größeren Städte derzeit akuter Kornmangel. Na sowas. Die hungrigen und verzweifelten Gemeinden richten ihre Wut auf die Händler, die ihrer Ansicht nach diese Situation zur Preistreiberei missbrauchen. Die Händler dagegen behaupten, dass dies eine natürliche Folge des Mangels ist und dass es einfach nicht genügend Brot für alle gibt. So, zwingt die Händler ihre Preise zu senken. Minus 20 Loyalität könnten wir uns gerade leisten. Können wir natürlich wieder nichts anderes machen. Wir sollten uns nicht in diese Dinge einmischen. Zweimal 7 bäuerliche Regimenter erheben sich. Oder wir verlieren die Dukaten, die wir gerade heiß erstritten haben, und der Bürgerstand erhält 15 Loyalität. Ja, werde ich trotzdem machen.
Okay. So. Jetzt können wir das endlich umsetzen. Und damit haben wir einen weiteren Krieg gewonnen und einen ruhmreichen Sieg errungen. Und wohlan, sage ich da nur. Wir brauchen natürlich für die Kernprovinzen. Kriegsmüdigkeit geht nach wie vor. Und wir könnten jetzt Standesland beschlagnahmen. Adel ist bei 48%. Das heißt dann bei 28, dann fallen wir leider ein bisschen unter die 30. Aber ich glaube, das ist es mir wert. Ja. Und zack, gibt es einen Mini-Aufstand. Das macht nichts. So, nationale Entscheidungen. Wir können wieder um einen Beitrag bitten. Zu den Baukosten. Das machen wir. Und der Bürgerstand verliert 10 Loyalität. Kein Problem. Sehr gut. So. Das kann so bleiben. Weiter geht's. Sehr schön. So, dann lasst uns mal kurz gucken, was machen wir dann mit Mappen. Da müssen wir natürlich jetzt warten, bis es Kernprovinzen sind. Ich kann bereits jetzt schon mit unserem Diplomaten einen Anspruch auf Friesland generieren. Schaut es meinungstechnisch aus? Gut, die sind natürlich alle hochrot. Münster auch, klar. Aber ansonsten funktioniert das alles ganz gut. Österreich mag uns noch nach wie vor, trotz der abgelehnten Allianz. Klar, hat auch wieder aggressive Expansion. Aber ich hoffe, die 116 reichen jetzt aus, dass er uns nicht wieder ein paar Mali schickt. Wir werden es gleich erfahren. Ja, dann stellen wir hier direkt einen Anspruch auf Friesland. Denn wir haben ja einen Plan. So, und jetzt hoffe ich, dass ganz schnell die administrative Macht steigt. Die ist jetzt echt Gold wert, die Gemahlin. Ja. So machen wir das. So, was gibt es jetzt schon wieder? Adlige fordern alte Rechte wieder. Noch immer erinnert sich der Adel an die Zeit, als die Gemahlregentin nur einer unter vielen Adligen war. Der Adel sehnt sich nach seiner Rückkehr zu jenen Tagen und setzt sich tatkräftig dafür ein, dass die Gemahlregentin ihm bestimmte Rechte und Privilegien zurückgibt. So, wenn wir den Forderungen nachkommen, verlieren wir 25 an der Regierungsreform. Adel erhält 10 Loyalität. Oder wir verlieren schon wieder Stabilität. Puh. Also in dem Fall geben wir mal den Forderungen nach. Dann sind wir beim Adel auch wieder im Plus. Ja. So. Und weiter. So,
Armee erholt sich noch ein bisschen. Dithmarschen haben wir die nächsten Rebellen. Und wieder was, das letzte Turnier. Wir können es im Wind fühlen. Bald wird unsere Elite nichts weiter als ein Traum sein, an den man sich erinnert, während die Traditionen des Ritterstandes im Ansturm der Moderne untergehen. Die Welt ändert sich, aber jetzt, ein letztes Mal, lasst die Ritter von Braunschweig reiten. Vorwärts für Ruhm und Ehre, gibt Moral, Armeetradition und Prestige, kostet uns wieder Macht, Pracht und Dukaten, aber sollen sie noch einmal reiten. So, damit ist wieder der Geldvorteil dahin. Aber wir sind ja wieder leicht im Plus. Yippie. So, auf einen richtig grünen Zweig sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. So, und die nächste Rebellenfraktion kommt dann in Dithmarschen. Da machen wir uns schon mal auf den Weg. Und eine Staatsehe aus Sachsen akzeptieren wir natürlich. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht. Mailand und Wolgast fehlen noch. Das sollte ich bei Zeiten nachholen. So, damit kann ich wahrscheinlich die Geschwindigkeit wieder ein bisschen erhöhen. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Geld rein. Und auch Wolgast möchte eine Staatsehe. Wunderbar. Brauchen wir es nicht selber machen. In Hessen gibt es einen neuen Herrscher. Oh, was ist jetzt passiert? Eieiei. Das müssen wir uns erstmal durchlesen. Also, das Land Wolgast, unser treuer Verbündeter, fordert eure Unterstützung im Krieg. Wolgastische Eroberung von Stargard. Okay, das war ja ein bisschen zu erwarten. Gegen Stettin. Dies ist ein Angriffskrieg. Stettin ist mit Gotland verbündet. Gotland ist jetzt keine Übermacht, würde ich sagen. Nö, so gar nicht. Hat ganze 4K Soldaten. Die haben natürlich alle Schiffe oder hat im Bestfall Wolgast noch am meisten. Wenn wir natürlich akzeptieren und ehren unser Militärbündnis. Ja, jetzt bei 70% des Dithmarschen. Solange kann ich ihm helfen. Mal schauen. Das kleine Sachsen-Lauenburg hilft auch. Oh, Lübeck hat auch schon irgendwas vor. Der drillt schon mal seine Armee. Und die Staatsehe aus Mailand. Damit sind wir wieder komplett. Wunderbar. Und das hat sich nach einem Fortschritt angehört. Wir haben eine Bresche geschlagen.
In der Theorie könnten, also wenn wir Anführer der Belagerung wären, jetzt das Ganze mit dem Sturmangriff ein bisschen beschleunigen. So, was haben wir jetzt? Verbesserung der Handelstechnologie. Unsere Kaufleute haben sich durch den Kontakt zu ausländischen Händlern einige neue Konzepte angeeignet. Sie glauben, Braunschweig würde durch einige Investitionen in diesbezügliche Versuche langfristig sehr von diesen Konzepten profitieren. Geld spielt keine Rolle. Tja, so langsam spielt die Inflation halt doch eine Rolle. Wir bauen zwar immer kontinuierlich ab, aber das würde ich jetzt nur noch gegenüber administrativer Macht tauschen, weil wir da so hinken. Und lasst Vorsicht walten. Erhält 10 diplomatische Macht. So, hierbei bleiben wir bei 70% Rebellenaktivität, Dithmarschen. Fortschritt ist schon mal bei 14. Sehr gut. Schon wieder. Wir haben wieder ein Bündnisangebot aus Österreich, was ich wieder ablehnen werde. Ja, es hilft nicht, weil dann bin ich nur noch in anderen Kriegen beschäftigt. Das ist jetzt das zweite Mal. Irgendwann nehmen sie es mir übel. Aber ganz ehrlich, da bin ich ja safe der Erste, den die fragen, bei den schlechten Bündnispartnern, die sie sich rausgesucht haben. Das mache ich nicht. Ja, und achso, man kann nicht höher als minus 25 bei Lehnte Allianz abgehen. Und dann ist es so. Sie mögen uns trotzdem noch. Ah, die Staatsehe habt ihr gebrochen, nicht ich. Oh, schon wieder besser. Cool. Ach so, was macht denn der Wissensaustausch so? Geht da was? Oh. Ah, nee, Mailand hat es noch nicht ganz. Sind aber wahrscheinlich kurz davor. Ach, die teilen schon Wissen mit Bregenz. Was soll das denn? Warum fragt ihr nicht uns? Okay. Wo könnten wir denn alternativ anfragen? Vor lauter Krieg. Kirchenstaat? Ja, da müssen wir auch mal wieder was tun. Ist auch nicht mehr so doll. Bräuchten echten Diplomaten. Die würden es sogar tun. Ja, mache ich. So, die zahlen wir 0,88 vom Einkommen. Kriegen in unserer Hauptstadtregion +1. So.
Das heißt, dass wir hier deutlich schneller durch den Wissensaustausch die Renaissance fördern können. Dadurch natürlich mal wieder ein Minus. Ja. So. Super. Das war ein sehr schneller Krieg. Danke, Wolgast. Finde ich gut. Das ist wenigstens ein vernünftiger Bündnispartner. Und kann sich eigentlich nur mit mir zusammen vielleicht mal gegen Dänemark wenden oder so. Was ich auch ganz gut finde. Ja, können wir den ja schon mal wieder abziehen Richtung Dithmarschen. Und schon mal die Festung wieder stilllegen. So, Wissensaustausch, Landshut, Österreich. So, jetzt kommen wir mal wieder ins Plus. Kernprovinzen sind wir auch gleich durch. Sehr schön. So, was habe ich vergessen? Dass wir Nordwestfalen in einen Staat umwandeln. Dann werden wir hier natürlich auch sofort die Kernprovinzen wieder draus machen. Und auch die Zentralisierungsbemühungen. So, dann haben wir wieder den freien Diplomaten. Was machen wir hier? Wir müssten wahrscheinlich ein bisschen unsere Meinung verbessern bei dem einen oder anderen. Gut, Gotland. Also ganz ehrlich, Gotland interessiert mich halt so gar nicht. Da komme ich sowieso nicht hin. Bestfall macht jetzt einfach Frieden. Können gegenüber Münster wieder den ein bisschen verbessern. Ja, Hessen. Ach. Ja, das läuft doch ganz gut. Jetzt können wir hier noch die... Achso, ja. Bin ja noch im Krieg. Also gefühlt nicht mehr, aber ich bin noch im Krieg. So, er hat ein Einsehen und wird beides annektieren. Damit ist Stettin auch Geschichte. Sehr gut. Und ja, das gönnen wir doch Wolgast. Ne? Hat uns geholfen, wir helfen denen, dann passt das. Sind gute Bündnispartner. Vielleicht springt ja irgendwann mal eine Personalunion dabei raus. Das wäre natürlich am schönsten. So. Jetzt geht's mit der Autonomie.
Kassieren natürlich entsprechend die Unruhe, aber sonst dauert das alles ewig. So, Sachsen-Lauenburg hätte gern Militärzugang. Ist mir egal. Und das mit den Gefallen gegen Dukaten tauschen, ich weiß nicht, was sich da die Entwickler gedacht haben, aber das finde ich einfach eine ganz komische Funktion. Das machen wir nicht. So, wir nähern uns hoffentlich jetzt mal irgendwann hier dem Thema Technologie an. Nein, auch mit dir machen wir das nicht. So, Wolgast ist jetzt Pommern. Das Erobern von Stettin hat dazu gereicht. Endlich passiert ja was mit den Machtpunkten. Das ist so schön anzuschauen. Und wir könnten theoretisch was bauen. Jetzt ist aber mal gut. Alle wollen jetzt hier meine Kohlen, ne? Gibt's nicht. So, und zwar können wir den nächsten Marktplatz bauen. Und hier macht Sinn, wahrscheinlich Göttingen mit dem Tuch. Braunschweig ähnlich. Und Hoya dann irgendwie waren auch mit dem Viehbestand. Aber okay. Da gibt es Getreide. Das ist alles nicht so das Tollste, ne? Weiter. Jetzt habe ich natürlich wieder was verpennt, und zwar Friesland. Anspruch fingieren. Gries. Zack. So, und theoretisch... was ist da los? Die sind mit England verbündet? Muss ich noch warten? Jetzt. Sieht schon besser aus. Oh. Oh. Also ich denke, es ist jetzt alles zu früh. Oh, England hat hohe Schulden und würde deswegen nicht eintreten. Das ist natürlich mega. Das heißt, das müssen wir im Auge behalten. Und zwar bevor im Bestfall England schuldenfrei wird. Das sieht man hier natürlich, minus 97 Prestige. Eieiei. Was ist denn da los? Gut für uns. Also auf jeden Fall, bevor England schuldenfrei wird, müssen wir hier unseren Feldzug starten. Allerdings möchte ich hier mindestens zweimal die Rebellenfraktionen abwarten. Und im Bestfall kommt Pommern da noch mit rein. Die haben nämlich auch Schulden. Für Mailand ist der Krieg zu weit weg. Das ist nachvollziehbar. Aber wir bräuchten eigentlich noch Pommern als Verbündeten, damit wir hier eine Möglichkeit haben. Die Frage ist auch,
ob wir unsere Armee bis dahin nochmal weiter aufbauen können. Wir können mittlerweile 17 Regimenter können wir uns leisten. Das heißt, 3 müssen wir noch bauen. Ja, es bleibt viel zu tun. Und haben noch ein paar Ziele vor der Brust. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sind damit auch schon wieder am Ende der 6. Folge und haben uns erfolgreich Meppen und Osnabrück einverleibt. Und in diesem Sinne, ihr wisst ja, Daumen hoch, einfach das Abo abonnieren und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Euer 5-Star General. Bis dahin. Ciao, ciao.